Ich begrüße dich herzlich zu einem neuen Depot-Update. Heute schauen wir wieder in meine persönlichen Finanzen rein. Ich habe 15.000 Euro in den Technologiesektor investiert und zwar genau in 4 Werte. Und was aus denen geworden ist, schauen wir uns heute mal an. Obwohl ich selber mehr handfeste Dividenden in Höhe von 3% und mehr bevorzuge, gehört Microsoft dennoch zu meinen Lieblingsunternehmen. Und deshalb habe ich hier ganze 23 Aktien für 6.423,40 € gekauft. Die Dividende je Aktie beträgt ganze 2,46 €. Damit kommen wir auf 56,58 € im Jahr und das entspricht etwa 0,8% Dividendenrendite auf mein investiertes Kapital. Aber der Kurs, der ist wirklich gut nach oben gegangen. Wir haben jetzt hier einen Gesamtwert von 7.271,45 €. Damit schließt die Position im Plus ab. Meine nächste Position ist Texas Instruments. Mit 2.559,40 € habe ich 15 Aktien ins Depot geholt. Die Dividende liegt hier auch schon höher als bei Microsoft mit 4,51 € je Aktie. Im Jahr sind das 67,65 und das entspricht einer persönlichen Dividendenrendite von 2,65%. Weniger gut lief hier der Kurs. Der hat ein bisschen nachgegeben, sodass die Position im Gesamten etwas im Minus steht. Daran können auch die Dividenden noch nicht vollumfänglich etwas ändern. Da habe ich bis jetzt 52,20 brutto bekommen. Das heißt, das gleicht den Kursverfall auch noch nicht aus. Die dritte Position wird auch von einem sehr überzeugenden Unternehmen gehalten, und zwar ADP. Hier haben mich 10 Aktien 1.788,22 € gekostet. Die Dividende pro Aktie wird mit 4,43 € bezahlt, also 44,30 € im Jahr. Meine persönliche Dividendenrendite liegt hier bei 2,4% und der Kurs ist auch fantastisch gelaufen. Die Position schließt im Plus ab mit 2.005,50 €. Die vierte Position, auch ein kleines Must-have für jedes Depot. Apple für 2.567,20 € habe ich hier den Einstieg geschafft. Dafür habe ich 20 Aktien erhalten. Die Dividende liegt bei 68 Cent je Aktie. Das macht ganze umwerfende 17,20 € im Jahr. Somit komme ich auf eine persönliche Dividendenrendite von 0,67%. Aber der Kurs ist auch hier fantastisch gelaufen. Die Aktie steht jetzt bei 3.480 € und schließt damit auch mit einem super guten Plus ab. Hier habe ich jetzt mal alle Positionen nebeneinander aufgestellt. Insgesamt habe ich investiert 13.338,22 €. Wenn wir jetzt alle Kurse der Einzelpositionen hinzuziehen, dann sehen wir schon, was gut gelaufen ist. ADP mit einem Plus von 2.005 €, Apple steht bei 3.400 €, Microsoft bei 7.271 € und nur Texas Instruments hat etwas nachgegeben, wenn auch nicht gerade drastisch. Für mich ist das jetzt eher noch eine gute Chance, um zu sagen, ich erhöhe die Position, weil Texas Instruments ist ein Wert, da könnte ich mir schon vorstellen, bis zu 10.000 € reinzustecken. Im Endeffekt bei allen diesen gezeigten Aktien, sowohl ADP, Apple als Microsoft, das sind für mich alles Werte, wo ich wirklich sage, so, da könnte auch ein fünfstelliger Betrag drin sein. Aber natürlich gibt es auch hier einen kleinen Haken und über den sprechen wir jetzt auch noch. Meine gesamte Dividende aufs ganze Jahr gesehen beläuft sich auf 185,73 €. Das ist natürlich auch schönes Geld, aber wenn wir bedenken, wir haben 13.338 € investiert, um diese 185 € zu erhalten, das ergibt eine magere Dividendenrendite von 1,3%. Allerdings ist im Technologiesektor natürlich auch nicht der Fokus primär so stark auf eine Dividende gelegt. Die wird sich irgendwann von selbst ergeben durch den Dividendenwachstum, der ja auch wirklich bei all diesen Unternehmen gut vorangeht. Ne? Wir haben natürlich tolle tolle Steigerungsraten und die Unternehmen befinden sich noch im Wachstum. Das muss man ja auch immer im Hinterkopf behalten. Also die Erwartungshaltung hier innerhalb kürzester Zeit wahnsinnig hohe Dividendenrenditen zu erhalten, von der muss man da so ein bisschen Abstand nehmen. Ich denke, dass das hier Dinge sind, die über 10, 20 Jahre sich wirklich in eine starke Richtung entwickeln werden. Wenn man auch zu günstigen Zeitpunkten kauft, dann ist es, denke ich, in 10 Jahren, also über die Haltedauer, auch möglich, eine Microsoft mit 3 oder 4% Dividendenrendite zu bekommen.
Und ich glaube, dann macht so eine Aktie wirklich super, super viel Spaß. Ich bleibe auf jeden Fall in all diesen Aktien investiert und würde mich freuen, wenn du dir auch mein restliches Depot anguckst. Ich habe vor kurzem ein Video veröffentlicht, das verlinke ich dir jetzt auch mal hier oben auf dem kleinen i. Da ging es eher um hohe Dividenden, wo ich mit 4 Positionen einen vierstelligen Dividendenbetrag im Jahr erwirtschafte. Das ist natürlich ein starker Kontrast zu diesem Technologiesektor. Aber ja, andere Sektoren sind natürlich auch schon etwas weiter gereift und zahlen dadurch höhere Dividenden. Allerdings sind ja auch die Kurse da meistens nicht mehr so top wie hier im Technologiebereich. Was ich auf jeden Fall von dir persönlich wissen möchte. Welche der 4 Aktien hältst du selber im Depot? Wie ist deine Meinung über die Aktien? Wie siehst du die Zukunftsperspektive? Ich hoffe natürlich gut und du bleibst auch noch lange investiert. Das Ganze ist natürlich keine Anlageberatung. Informier dich bitte umfassend, bevor du selber Finanzprodukte erwirbst oder in Aktien investierst. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr bei dir, dass du dabei warst und mir zugeschaut hast. Und ich hoffe auch, dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn ich Videos veröffentliche über mein eigenes Depot oder generell über Aktien mit dir sprechen möchte, die mich interessieren. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut.